Mahlzeit, mein Name ist Balkmo und herzlich willkommen hier zur Interviewreihe auf meinem Kanal. All Nine Yards haben mich in ihren Proberaum eingeladen, um dort ein Interview mit ihnen zu führen. Und was soll ich sagen, da kann ich natürlich nicht Nein sagen, habe mir mein Equipment geschnappt, meine Frau, die mich da ein wenig unterstützt hat und bin hingefahren. Ich war auch sehr aufgeregt, aber die Jungs sind echt super und wir hatten ein richtig tolles Gespräch. Die Videoqualität, ja, hat ein leichtes Krisseln. Das liegt daran, dass mir noch die entsprechende Beleuchtung fehlt. Ich hoffe, ihr entschuldigt das Ganze. Ansonsten macht der Inhalt des Ganzen, glaube ich, alles wieder weg, denn es war wirklich grandios. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Interview und ja. Mahlzeit, wir sind heute hier im Programm von All Nine Yards und ja, ich bin Balfmo und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hi. Hallo. Hallo. Ja, als erstes dürfte natürlich die Leute, die euch nicht kennen, interessieren. Was für eine Art von Musik macht ihr? Ich will das machen. Darf ich das machen? Mach ich will es. das machen. Los. Es tatsächlich gar nicht so. Ja, tatsächlich ist das gar nicht so eine leichte Frage, weil frag einen Künstler nach seinem Baby. Aber das Wording, das ich gerne benutze, weil ich finde, dass das Einzige ist, was so die Vision captured, ist Pop-Metal. So würde ich uns nennen. Ich nenne es mal Metal Pop Hard Rock, aber Das divergiert auch massiv. genau das. Ich merke schon, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe ja auch ein bisschen bei euch in euren Alben reingehört und da ist auch so ein bisschen, beziehungsweise in der EP und im Album, merke ich schon so gewisse unterschiedliche Einflüsse manchmal, die da reingekommen sind. Wer von euch schmeißt denn gerne mal so einen anderen Musikstil mit in die, oder ist der Experimentierfreudige, der auch sagt, komm, lass mal X oder Y ausprobieren? Ich glaube, die Frage müssen wir von zwei Seiten beantworten, weil das Album eine Entstehungsgeschichte hat, die ein bisschen off-topic ist. Und ich glaube, um deine eigentliche Frage dahingehend zu beantworten, for the time being, ist, ich glaube, das sind wir im Endeffekt alle. Also wir sind alle Metalheads und wir sind alle keine. Irgendwie die Einflüsse kommen davon überall. Und wer wie eine Idee hat, einen Impuls liefert und die ausarbeitet, sind wir eine Band und da hat jeder den Raum, sich mit einzubringen. Mainwriter sind der Marc und ich, vor allem was Texte angeht. Und treiben so die Visionen da eigentlich so ein bisschen voran, haben die Band eben auch gegründet. Aber den Raum, All Nine Yards zu schaffen, den bringen wir alle. Gut. Zum Namen. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Was war so der Punkt, wo ihr gesagt habt, jawohl, das ist irgendwie die Band oder der Name, womit wir uns identifizieren. Das ist es. Ich glaube, das hast du ursprünglich, also ganz ursprünglich ist er sogar drauf gekommen, aber es kommt aus diesem eigentlich, wenn man das aus dem Englischen kennt, dieses The Whole Nine Yards, was ursprünglich so der maritime Befehl für die britische Navy war, so eine volle Breitseite zu schießen irgendwie, und All Nine Yards kam einfach irgendwie cooler. So, und ein bisschen knackiger, aber es ist angelehnt daran, auf jeden Fall. Und eben auch darauf, dass wir jetzt schon versuchen, glaube ich, auch eine Bandbreite an Mucke zu machen. Also uns da nicht zu, schon ist natürlich auch viel Rock, Wucht, Metal irgendwie drin so, aber dass man sich nicht zu sehr so von, so diesen Metal-Scheuklappen da irgendwie abhalten lässt, auch mal so was Elektronisches zu machen, irgendwie was Poppigeres zu machen, Balladen zu machen oder irgendwie sowas halt. Also, du kriegst bei uns die volle Breitseite der Vision. Du kriegst die volle Breitseite von dem, was All Nine Yards bedeutet und eben nicht nur Breitseite im Sinne von Brettmusik. Das können andere gerne machen. Ja. Gut. Zu euch jetzt würde ich einmal fragen, so zur Bandgeschichte und sowas habe ich schon ein bisschen was gelesen, aber mich würde ein bisschen interessieren, so wer sind die Leute so hinter den Instrumenten? Ich habe, wie gesagt, schon ein bisschen geguckt, aber das ist so ein bisschen so eine grobe Story, habt ihr ja auf eurer Homepage. Und da würde mich jetzt einfach interessieren, so ein bisschen, was macht euch noch aus? Oder was habt ihr dann eventuell auch für Hobbys außerhalb der Musik? Wenn ihr da gerne so einmal durchgehen möchtet in ein, zwei Sätzen. Komm, fang du mal an. Ich soll Das ist das neueste Mitglied. Das ist immer die schwierige Stelle, wo so die Leute, die eigentlich so, hoffentlich geht das an mir vorbei, wie damals in der Schule, so, nee, ich möchte jetzt nicht, aber kriegen wir hin, ein, zwei Sätze und dann... Hobbys, ich puzzle gerne. Nein. Und die Briefmarken. So. Ja, genau. Ja, die habe ich jetzt extra verheimlicht. Ja. Ehrlich gesagt, außerhalb der Musik gibt es wenige bis gar keine Hobbys. Also das Bassspielen mache ich schon seitdem ich 13 bin, glaube ich. Ja, so um den Dreh. Also jetzt seit 7 Jahren. Ja, so genau. 5 Jahren jetzt. Und ansonsten auch Musik. Ich
sammelt CDs. Schönes Hobby. Briefmarken Ja, und das CDs, ist sogar, wenn du bei ihm guckst, sogar er dreht sogar die CDs in den Booklets und so weiter, dass die alle gerade sind. Ja, das ist wirklich so. Ja, Das, das ist, sind im wusste ich Moment, gar nicht. ich glaube, Ja. 1083 oder so. Ja, 1083 CDs. Ja. Und die sind alle wirklich, wenn du die aufklappst, sind die so gerade in ihrer bescheuerten Hülle. Ich kann das tatsächlich verstehen. Ich hab das extra nervt dich das auch so, wenn du dann mal eine hast, die überhaupt nicht bedruckt ist, weil teilweise stehe ich da eine Woche und drehe die immer und denke, wo ist jetzt oben? Ganz verrückt. Boah, so ein crazy Typ, ey. Ja, und so mache ich das mit dem Bass ja auch dann. Manchmal stehe ich hier Wochen und spiele irgendwie irgendwas. Aber kein C. Aber kein C, ne? Ja. Oft vergesse ich ein C zu spielen. Weil die das immer so oft machen. Ich finde das C einfach. Das ist ja Arbeitsteilung, ne? ja, genau. Ja, gut, aber ansonsten zu der Band gekommen bin ich letztendlich. Ja, ich habe eine Band gesucht. Mit Marc habe ich früher schon Musik zusammen gemacht. Hatte dann, ich glaube auf Facebook habe ich das gesehen, ne? Ich glaube, ja. Du bist Ja, jetzt, genau, bist ich hab jetzt das, dabei, ja. ein halbes Jahr oder so? Ich habe, nein, das ist schon länger. Ne? Ja, stimmt. das ist Corona, schon ich länger. weiß es auch nicht mal. Ein bisschen. Ja. Die Ja, und Zeit dann- vergeht so schnell. Musst du mal auf Facebook gucken. Dann musste ich hier, ich musste ja so eine Art Casting. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, musste ich machen. Und habe ich gemacht und jetzt sitze ich hier. Du hast aber auch keinen Euro gesehen dafür. Ja, Genau. Das war ja auch ein Casting. war auch ein Casting. War auch ein Casting, genau. Er war der ein einzige bisschen wie Bewerber. bei über Dieter Bohlen. Ich wurde hier also mehrfach Ja, keinen haben angeschrieben bei ihm. Genau. und habe dafür kein Geld. Ja, und irgendwann hast du ein bisschen mit dem Zettel dann nach Hause, Genau. den Recall Ja. und bist dabei. Ja, genau. Und dann habt ihr noch irgendwas erzählt von wegen, ja, da war einer und der hat irgendwie voll vorgelegt und so, du musst jetzt nochmal 2 Songs lernen. Und da habe ich wirklich zu Hause schon gedacht, ey, ich schlepp da jetzt nicht nochmal mein ganzes Gerümpel dahin. Entweder bleibe ich dann da oder die können mich kreuzweise am Arsch stecken. Das erzählt er jetzt. Gezittert hat Ja, er. jetzt wieder. kommt's raus. Gebettelt. Ja. Bedroht hat er auch. Ja, und dann habe ich kurz einmal einen Dreizeiler von meinem Anwalt hier hinschicken lassen und jetzt sitze ich irgendwie. Ja. Ja, alles richtig Ja, gemacht. genau. Ne? Ja. Das ist, Vertrag. in beiderseitigem Einvernehmen darf ich dabei sein. Gut, ja. Los, Thomas, fang an. Brich das ab! Bitte sprich. Ja. Ja, wie bin ich dazu zur Band gekommen? Also ich habe Marc kennt ja schon ziemlich lange und wir hatten ja vorher in der Band For All 9 Yards die Bandmitglieder sind so nach und nach abgesprungen. Ich bin noch das Überbleibsel davon mit Marc zusammen. Danach, Stimmt. also ja, und das ist auch schon jetzt 10 Jahre, glaube ich. Ja. Sollte wir, ja, also nicht, ja, nicht mit Online Herz. Mit All 9 Yards, aber davor, also, wir kennen uns schon eine ganze Weile und ja, so bin ich dazu gekommen jetzt. Ja. Ja, Und was mache ich sonst noch so? Viel Genau. rum. Ich reise gerne, wenn ich nicht hier Musik mache, bin viel unterwegs, immer gerne mit meiner Frau durch die Welt am Reisen und was ist mein Hobby, Tauchen und so weiter. Musik sowieso auch, gehe auch gerne auf Festivals. Ja. Ja. ja, alles gut. Ja. Ich meine, wer kennt's nicht? Ne? Wer kennt's nicht? Das Festivalskonzert ist halt irgendwie, glaube ich, Das gehört dazu. Aber das fehlt uns allen ja so ein bisschen jetzt. Ja. absolut, ja. Hoffentlich wird das ja besser. Ich hoffe. Ja. Zeichen stehen jetzt aktuell ja schon so ein bisschen auf Go, aber müssen wir abwarten. Wir müssen abwarten, ja. Gut. Ich bin der Einzige, der sagt, wie er heißt. Ich bin Idi. Ja. Dian reicht. Was mache ich? Ich kann mich, glaube ich, gar nicht daran erinnern, wann ich nicht Musik gemacht habe. Ich weiß auch noch genau, wie das dazu gekommen ist. Das ist ein sehr, sehr lebhafter Moment, eine sehr lebhafte Erinnerung. Und das tue ich tatsächlich die ganze Zeit. Ich bin dauernd am Songs schreiben. Ich denke in Reimen, ich denke in Rhythmen, ich denke in Riffs. Ich kann nicht normal durch eine Shopping Mall gehen, ohne auszuzählen, wo die Rhythmen sind, kopieren und so weiter. Das ist total nervig, aber irgendwie auch wunderschön. Von Für uns auch, ja. Ja, für euch. Von Hause aus bin ich aber Student für Sprachen. Ich studiere Französisch und Englisch auf Lehramt. Länger als ich bereit bin zuzugeben. Weil ich die Musik einfach immer höher priorisiert habe und da bereue ich keinen Zentimeter dran. Und bin generell auch sehr sprachenaffin und alles, was so diesen Bums irgendwie so umwirbelt, das ist meine Welt.
Und im Endeffekt ist es so dazu auch gekommen, dass diese Band passiert ist. Aber da können wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt bei einer anderen Frage nochmal drüber sprechen, sonst schreibe ich komplett ab. Aber so viel auf jeden Fall zu meiner Person. Jawohl. Ja, ich bin Marc, ich spiele Schlagzeug. Bin Ende 2018 hier zugestoßen über den ehemaligen Schlagzeuger, den kannte ich, kannte Thomas auch vorher schon so ein bisschen und Marc aus der anderen Band, aus dem Vorgängerprojekt. Genau, und der vorige Schlagzeuger hat mich dann gefragt, ob ich ihn quasi hier ersetzen wollen würde. Und das haben wir dann ausprobiert. Hat ganz gut funktioniert. Genau, und jetzt bin ich seitdem dabei und habe Spaß. Ansonsten Hobbys sind auch auf jeden Fall Konzerte und Festivals, alles was jetzt gerade so wegfällt. Und ansonsten habe ich Familie, 2 Kinder, mit denen ich viel Zeit verbringe gerne und genau, ja. Auch ein schönes Hobby, Familie. Genau. Ne? Ja, ist ja so, ne? Ja, schon. Auf jeden Fall. Ja, ich bin auch Marc, aber ein anderer. Spiele Gitarre. Ich habe das hier auch so mitgegründet, ja, mit Thomas und Dian zusammen hier. Was mache ich noch außer Musik ganz gerne? Ich friemel gerne, also ich zocke auch ganz gerne mal, friemel viel mit Rechnern rum irgendwie so, bin ein bisschen IT, arbeite da so auch in dem Bereich. Und mache einfach gerne viel mit Medien und irgendwas Kreatives so. Habe auch 2 Kiddies noch, die bespaßt werden müssen und sowas. Aber es ist halt auch bei mir auch so der Fokus oder fast schon so eine Besessenheit mit der Mucke irgendwie auch. Schon mein ganzes Leben lang. Ich glaube, meine erste Band hatte ich mit 13 oder so. Und das ist, glaube ich, auch mal ganz interessant mit mir und Dian, das sind so 2 Welten, die da zusammenkommen, weil er mehr aus diesem Profi-Studio-Irgendwas-Bereich kommt so und dafür weniger, also ich komme wirklich aus dem dreckigen Proberaumkeller und den übelsten JZ-Konzerten und all sowas und kaputter Amp und irgendwie, und keine Ahnung, also diese ganze Lokalszene, die da so hintersteckt, da habe ich einfach jahrelang auch viel Zeit drin verbracht auch so. Und da kommen dann so 2 Welten irgendwie ein bisschen zusammen auch. Jo. Wunderbar. Dahin wollte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen, auf eure ersten so starken musikalischen Einflüsse und auch, ob die euch dann vielleicht so ein bisschen dazu gebracht haben, sozusagen, boah, geil, ich will auch auf die Bühne oder ich habe das Bedürfnis, selbst das zu machen. Also was sind da eure Momente oder wie kam es dazu, wirklich den Moment zu sagen, so, jetzt, ich möchte eine Band machen? Wollen wir umgehen? In umgekehrter Reihenfolge. Kann man machen. Also ab jetzt ist das Gespräch frei eröffnet. Wer will einfach rein. Also bei mir war es, ich bin ganz früh so aus dem englischen Haushalt gekommen, bin da auch irgendwie aufgewachsen so mit Queen, Rolling Stones, Beatles und all sowas irgendwie. Mein Vater hat selber Musik gemacht lange und da hatte ich dann irgendwie schon immer einen Bezug zu. Und ich weiß noch, irgendwann habe ich so eine Freddie Mercury Biografie gelesen und dachte so, boah, irgendwie geil, ich will auch irgendwie in einer Band spielen. Ich kann aber nicht singen und dann habe ich angefangen Gitarre zu spielen, da war ich 11 oder irgendwie sowas. Und dann kam das einfach. Und das sind auch so Einflüsse, die ich so bis heute viel hier auch habe. Zwar auch so Metal-Sachen, aber auch so Queen und Guns N' Roses und sowas. Irgendwie, da kommt eigentlich mein ganz ursprünglicher Einfluss eigentlich her. Bei mir war es auch so, ich habe mit 11, 12 angefangen Schlagzeug zu spielen. Ich hatte mal eine ganz kurze Phase, da habe ich Gitarre angefangen. Aber das habe ich dann irgendwann gelassen, weil mich das... Schlagzeug war eher mein Ding. Ich war auch schon immer irgendwie umgeben von Musik. Also mein Vater ist auch totaler Musiknerd, der sammelt Schallplatten und hat sich mittlerweile seinen Plattenspieler selber gebaut und so. Das heißt, bei uns zu Hause war auch immer, also lief viel Musik. Es wurde nie wirklich Musik gemacht, viel, aber genau. Von daher, mit 11, 12 angefangen, ein Instrument ernsthaft zu lernen und dann einfach mal mit ein paar Jungs irgendwie in meinem Kinderzimmer noch. Einer hatte ein Mikro, der andere hatte irgendein Seiteninstrument, ich glaube ein Bass. Eine Laute. Ja, eine Laute, ja. Eine Harfe. Ja, genau. Wie bin ich zur Musik gekommen? Das ist, ich weiß das tatsächlich noch 1:1. Ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Künstlerfamilie. Meine Eltern haben Kunst studiert, sind auch diplomiert und haben sich dabei auch kennengelernt. Und mein Vater ist von Hause aus nicht nur Künstler, sondern eben auch Musiker und auch ein alter Hase im Geschäft. Und in der Welt bin ich also groß geworden, so zwischen Aktgemälden, die noch frisch nach Ölfarbe riechen und Gitarren irgendwie. Und
Ich weiß noch ganz genau, ich war 5 Jahre alt und wir sind meine Eltern und ich, saßen im Wohnzimmer in unserer Wohnung im Bökerhof in Bökendorf damals, das weiß ich noch. Und mein Vater hat aus Langeweile heraus auf einer naturfarbenen, also naturdesignten Ovation, die wir heute noch haben, Wanted Dead or Alive gespielt und sich dabei halt selbst begleitet, oder hat gesungen und sich selbst begleitet. Und ich habe halt zugehört und habe das gesehen und wusste einfach, das ist es, das will ich machen. Ich habe noch keine Ahnung, was ein Beruf ist oder so, aber was auch, das will ich machen. Das muss mein Leben sein. Bon Jovi. Ja. Oder das erste Konzert und hab ihn verfolgt. Und wusste es einfach. Und dann habe ich hab das meinen Eltern damals auch direkt gesagt, so das ist mein Traum, ich will das machen. Irgendwie und habe dadurch eigentlich erst so richtig rausgefunden, dass mein Vater im Business war und vor mir quasi den Traum schon angefangen hat zu leben. Und habe dann alte Musikvideos gesehen und Live-Konzerte und Live-Mitschnitte von seinen Gigs gesehen und habe dann so diese Legacy da irgendwie so gespürt und habe dann erst recht gesagt, ja, jetzt will ich das noch mehr. So. Und ab da ging das los und ich hatte das Glück, in einer Familie groß zu werden, wo keiner gesagt hat, ach, was süß, willst du ein bisschen singen, Junge? Ach, sing doch mal, war das schön. Und dann, das war's. Aber im Gegenteil, ich hatte eine absolute Unterstützung, absolute Ernstnahme. Mein Vater war auch sofort und meine Mutter auch mit Coaching parat und natürlich Glück, irgendwie einen Profi zu haben, der dich direkt coachen kann mit Gitarre und Stage-Performance und Mikrotechnik und so weiter. Und haben das ernst genommen und mich unterstützt bis hierhin. Und das hat schon immer angefangen, seine Kreise zu ziehen, bis ich letzten Endes hier war. Und was auf deine initiale Frage auch antworten, was so die Einflüsse sind. Das ist interessant gewesen. Ich bin sehr spät erst Metaller geworden. So eben nicht in einer Teenager-Emo-Phase. Ich bin da echt sehr jung erst zu gekommen, weil ich auch erst jüngst verstanden habe oder für mich entdeckt habe, wie expressiv verschiedene Arten von Metal sein können und was man damit machen kann. Und ich bin groß geworden in einer Welt, die aus Kiss, Bon Jovi und Status Quo und AC/DC bestand und es tut mir leid. und hab da irgendwie meine Einflüsse draus bezogen und dann kam irgendwann ein Mischmasch aus Pink und Ed Sheeran und Metallica und Bullet for My Valentine, bis sich das Ganze sehr vermittelt hat. Und nun, jetzt bin ich Edie Matthews. Genau. Ja, wie bin ich zum Gitarrespiel gekommen? Also auch schon eine ganze Weile her, also in jungen Jahren. Also meine Eltern haben mich jetzt da nicht dazu gebracht. Also das Glück hatte ich jetzt nicht wie Dian, dass die mich da so gecoacht haben oder so. Irgendwann habe ich ja schon von klein auf viel Metal gehört und irgendwann, da war ich wahrscheinlich 14, eine E-Gitarre mir besorgt, irgendwie recht günstig als billiges Ding und dann angefangen, das Ding alles rauszuhören, was ich so geil fand. Es war ja nicht so einfach damals wie heute, irgendwie YouTube-Videos gab es ja damals nicht, man musste alles raushören. Oder mal irgendwelche Noten aus dem Internet runterladen. Das gab nicht das Allerschlechteste. Nee, zur Übung war das wahrscheinlich sogar besser als es heute, aber ja, war eine Menge Arbeit. Aber ja, dann hat sich das dann aufgebaut. Mit 16 die erste Band gehabt und bis heute dann dran geblieben. Jetzt auch den ersten Song fertig rausgehört. Ja, bis heute dran geblieben an Slayer. An Raining Blood. Ja, das war früher doch ziemlich heftiges Zeug gehört. Heute immer noch, aber auch die sanfteren Töne. Ja, wächst halt, ne? Man Ja. verändert sich da einfach. Wenn man sich selber verändert, so verändert sich auch immer, finde ich, die Musik, die man selber hört. Ja, Genau. Ja, genau. Ja, habe ich ja eben schon mal erwähnt. Mit 13 hat das angefangen. Vor 5 Jahren, ne? Oder Ja, ja. ja, leider ein paar mehr. Das ist ja wurscht. Das war, ich weiß gar nicht, ob das hier noch Leute kennen, Bundesjugendwettspiele. Kenne ich noch Ja. aus meiner Schulzeit. Ja, natürlich. genau. Werfen Und laufen. es gab bei allen Bundesjugendwettspielen immer irgendwo, meistens hinter der Umkleide oder so, irgendwo hinter irgendeinem Gebäude, die Ecke, wo alle die rumgelungert sind, die keinen Bock auf den Kram hatten.
Und da bin ich hingegangen. Zufällig. So, ja, genau. um mich kurz zu verschnaufen. Ja, natürlich, genau. Und da waren aus meinen Parallelklassen und auch aus meiner Klasse selber, also woran ich mich noch erinnere, sind Lars und Jörg, sollten Sie das sehen. Hallo Lars, hallo Jörg. Und die waren gerade dabei und haben darüber philosophiert in diesem zarten Alter, 12, 13 Jahre oder so müssen wir gewesen sein, wir machen eine Band. Ja, gut, was macht man im Alter? Ich mache mit. Ja, logisch, ich mache mit. Und ja, wollte ich Gitarre spielen. Nee, ich glaube, das hat schon hier irgendwie der Jörg gemacht oder so. Ich weiß das nicht mehr, daran erinnere ich mich nicht. Dann wollte ich Schlagzeug spielen. Das macht aber schon irgendwie dann der Bruder von irgendwem anders da und so. Und dann, ja, singen kann ich nicht, was soll ich machen? Ja, Bass spielen. Was? Keine Ahnung, was das war. Aber ich bin dann nach Hause gegangen an dem Tag und habe zu meinen Eltern gesagt, ich brauche jetzt einen Bass. Und auch die wussten nicht, was das ist. Ich habe dann aber irgendwie das rausgekriegt, weil bei uns in der Schulband Matthias Heidemann, Heidi, der spielte Bass. Ja. Und wirklich großartig. Und da habe ich dann auch ein Jahr Unterricht gehabt bei Heidi eben. Wir sind heute auch noch gute Freunde. Ja. Und das ist Peter und Heidi. Eigentlich war dann aber das Schönste dran, dass, um jetzt noch ein bisschen auf den Stil zurückzukommen, Matthias hat in der Schulband damals gespielt und die haben der kleine Horrorladen aufgeführt und A hat er in Ibanez Soundgear gespielt und B hat er da irgendwas mit seinem Daumen und so gemacht, also Slappen. Und das habe ich gesehen, ich saß dann da in der Aula im Publikum, habe mir das angeguckt und dachte, Alter, was macht der denn da? Das ist ja geil, das will ich auch können. Und dann hat er mir das eben beigebracht und da war es irgendwie so passiert. Und letzten Endes komme auch nicht wirklich ursprünglich so aus der Metaller-Ecke, sondern habe unglaublich viel so funky Kram gehört. Früher Level 42, dann viel Jamiroquai zum Beispiel, habe mich aber auch viel mit anderer Musik beschäftigt. Und, wie Thomas gerade schon sagte, kein YouTube, gab es nicht. Also man musste sich wirklich hinsetzen mit irgendwelchen CDs oder gar noch Kassetten, immer wieder schön brav spulen, hören, was macht der da, kann ich das auch? Ah, Mist, nee, war wieder anders, wieder zurückspulen nochmal. Genau, bis entweder die Kassette oder der ganze Rekorder im Eimer war oder so. 10 Minuten der Kassette. Ja, genau. Und, so hat man das dann damals gelernt, aber letzten Endes war es auch, glaube ich, ganz cool, das so zu machen. Das war gut. Ja. Und um nochmal kurz auf Marc zurückzukommen. Ja, ich habe mir wirklich nicht gedacht, die können mich dann mal. Ich wollte hier wirklich gerne auch mitmachen. Und das ist, war auch ganz gut so. Das macht schon eine Menge Spaß. Haben wir auch ein Herz gehabt an der Stelle. Ja. Das Mittel. Und letzten Endes das Metallene kam ja wirklich, ich hatte bei einer Deutschrockband gespielt, bei den Phantasten, was auch echt eine schöne Zeit war. Nur dann kam wirklich irgendwann so dieses, boah nee, ich muss auch mal auf eine Bühne und irgendwie, jetzt habe ich Bock auch und will echt die Sau rauslassen. Und dann bin ich zu Fluid gestoßen. Das war, glaube ich, noch über eine Anzeige in der Ultimo. Jo. Das war noch Anzeige. Ja, das war eine Anzeige in der Ultimo, wenn das noch jemand kennt. Ich da angerufen und da hatte ich, glaube ich, Duffy am Telefon. Ich glaube, ja. Ja. Und da war ich auch da im Proberaum. Das erste Mal. Da erinnere ich mich nur noch ganz düster. Wann war das? Das war auch dann in dem Schweinestall. Ja, das besser war das Jahr nicht sagen. Das ist lange her. Das ist, ja, Wir sind lange lange her. merkt man jetzt wahrscheinlich. Ich nicht. Also, Ich bin nicht alt. Ja, aber ich bin das, 25. dann ging das wirklich los mit richtig Metal. Ja. Genau. Das hat Spaß gemacht. Ja, cool. Ja. Ja, schön. Beim Anschauen eurer Alben ist mir aufgefallen, ihr habt Blue und Silver. Habt ihr da ein spezielles Farbkonzept, was dann noch in Ausarbeitung ist? Ja. In der Ausarbeitung nein. Ja, Das sind Farben. Das sind Farben. Ja. Okay. Jetzt sind wir in der roten Phase. Okay. Das sind mehr so ein bisschen Motto-Dinger. Ja, eigentlich fällt das, was wir jetzt als letztes released haben, wenn man so will, also das Cube of Air noch und das Don't Wake Me Yet, das fällt dann eigentlich schon in diese rote Phase. Im Moment aber auch so wegen Spotify und so konzentrieren wir uns gerade immer so auf einzelne Songs. Also wir haben jetzt auch einen, der demnächst auch jetzt kommt. Ist noch so, sind da gerade bei, den fertig zu machen. Aber irgendwann soll das dann auch wieder eine komplette Platte irgendwann werden. So, ne? Wie wir das releasen, genau. in welchen Strategien, in welchen Zyklen, das entscheiden wir dann. Genau. Aber es ist im Kern genauso, also dass wir immer so eine Farbkodierung haben. Ist einfach ein bisschen was anderes und nicht immer so, dass man immer irgendwie krampfhaft so einen Albumtitel irgendwie suchen muss, dass man es mehr so identifiziert mit so einer
es sind ja auch mal so Abschnitte, ne, die man einfach hat, wo man selber vielleicht auch merkt, dass man da ein bisschen anders wird von der Herangehensweise und vielleicht auch ein paar mal Sachen anders macht oder anders probiert oder so, und dadurch kann man diese Phasen so ein bisschen dann, ne? Weil wenn man erstmal einmal so einen gewissen Rutsch durch hat, glaube ich, dann ist dann eine Zäsur ganz gut und sich da gedanklich auch mal von frei machen. Es ist auch energetisch anders. Wir haben uns nicht gedacht, dass unsere Babys einen Namen brauchen. Einfach nur, weil man das irgendwie so macht. So, wenn du dir die Sachen anhörst, die noch kommen oder die den Zyklus von der roten Phase eingeleitet haben, die Blue anhörst, die Silver anhörst, das ist ein energetisches Konzept. Und ich kann mir tatsächlich nicht besser vorstellen, wie man das sagt, als ohne Worte. Und das geht durch Farben. Also wenn man das so weit spinnen will. Aber im Kern der Dinge haben wir gesagt, lass das nach Farben benennen, fertig. Ja. Dann danach ausgependelt. Ja, wie gesagt, ihr habt schon gesagt, ihr schreibt jetzt an den nächsten Songs. Wahrscheinlich wegen dem Release ist wahrscheinlich aktuell schwierig wegen der aktuellen Situation. Wie seid ihr denn als Band durch die Corona-Phase gekommen? Wie habt ihr euch arrangiert? Gab es da vielleicht auch mal 1, 2 kritische Momente? Wie hat es euch da quasi, wie habt ihr die Zeit so erlebt? Ja, ich glaube, die Corona-Phase hat auch dazu beigetragen, dass der Basser, der jetzt das Vorgänger war, für den war das, glaube ich, auch einfach eine schwierige Situation. Hat sich einfach so vieles zusammengestaut. Und ist, glaube ich, auch für viele Leute, die in Bands sind, so. Ne? Also man sieht sich nicht, und ich glaube, bei uns war es so, dass wir in der Lage sind, trotzdem zu produzieren, auch unabhängig voneinander irgendwie, also das quasi über das Internet und so weiter zu machen. Wir beide eigentlich haben nie aufgehört, zwischenzeitlich was zu machen. Also sind ja im Prinzip auch die beiden Songs sind eigentlich so in der Corona-Phase auch entstanden und produziert worden. Ja, nicht nur im Prinzip. Genau, ne, so über so einen Weg. Und sobald es wieder ging und wir was machen konnten, haben wir das auch gemacht. Also für uns, ich glaube, so in Frage gestellt hat das von uns hier, glaube ich, auch keiner, dass wir das irgendwie... Ich persönlich kann für mich nur sagen, mich hat es tatsächlich fast vom Wahnsinn bewahrt irgendwie, dass man sowas hatte auch, weil alleine, vieles ist unglaublich aufwendig, das jetzt zu machen mit den ganzen Tests und was weiß ich nicht, selbst jetzt, wo wieder was geht, so. Und da ist Band einfach immer eine ganz schöne Geschichte, auf die man sich zurückziehen kann, wo man ein bisschen so einen klaren, abgesteckten Rahmen hat, und ja, ich glaube, dass das... Wir hatten ja auch Gigs, wir hatten ja das Glück, als die Corona-Phase angefangen hat, sich so leicht zu verebben, so in Sommertiefen, hatten wir auch Gigs und hatten die Möglichkeit zu spielen, was so befreiend war. Ja. Weil, machen wir uns nichts vor, du kannst dich, ich meine, das Positive, das hat Marc gerade angerissen, das ist auch wirklich gut so, du kannst dich halt hinter den Kulissen im Studio einschließen und Sachen machen, und wir stehen halt im engen Kontakt auch mit unserem Producer, mit dem Studio, mit dem Beethoven Studio in Salzkotten, und das ist gut, du kannst dich einschließen und arbeiten und was kreieren, aber unterm Strich bist du dann irgendwann an dem Punkt, an dem du dich fragst, wofür? Wann spiele ich das denn? Genau. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, endlich mal wieder zu zocken, wie wir das im Kessel bringen konnten, das war so befreiend. Und im Endeffekt ist das der Status. Wir bleiben dran, wir machen, was wir so machen, und das möglichst geil. Und sobald wir damit draußen aufs Maul hauen dürfen, gibt's richtig aufs Maul. Sind auch wieder Sachen geplant für 2022. Also wir hätten ja ursprünglich diese Tour auch gehabt, die jetzt ja verständlicherweise, weil das als Support jetzt für so eine amerikanische Band gewesen wäre, auch diese House of Lords Tour gewesen wäre, die ja quasi verschoben ist, jetzt wahrscheinlich aufs nächste Jahr. Ich kann es auch verstehen, aus deren Sicht einfach, ne, eine Tour durch 5 bis 6 Länder oder so wäre das gewesen, mit den ganzen Corona-Maßnahmen und so, da würde ich auch mir denken, das ist einfach logistisch irre. Aber wir haben jetzt schon auch ein paar Festivals, die da anstehen, die dieses Jahr jetzt noch kommen. Ein paar Sachen sind auch noch in Planung, und wir nehmen weiter auf und machen und tun. Und, aber es ist so, für viele andere Bands, die wir auch kennen und so weiter, habe ich auch das Gefühl, doch sind eher so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, so, über die Corona-Zeit, ne? Weil die einfach, was sollen die machen? Also wenn du nicht produzieren kannst zu Hause und du durftest dich nicht treffen und all sowas. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute so eine Pandemie ändert Leute auch. Ne? Manche haben vielleicht einfach auch keinen Bock mehr auf sowas danach oder orientieren ihr Leben anders, und so Bandgefüge sind auch ein bisschen fragil auch. Ne? Weil das hängt ja davon ab, dass alle das auch wollen, den Aufwand da reinstecken wollen und so weiter und so fort. Und das
das kannst du nicht immer von jedem erwarten, ne? Dass er so bekloppt ist, sowas hier andauernd zu machen. Ja, ich denke auch, es ist eine schwierige Situation, wenn dann 1 oder 2 Bandmitglieder in der Band sagen, okay, ach, das mit der Band war schon ganz cool, aber ach, ohne geht's auch. Die ging jetzt das letzte Jahr so, dass man dann halt so zurückzieht, ist, glaube ich, wirklich für die eine oder andere Band wirklich ein Knackpunkt. Ist, glaube ich, selbst außerhalb von Corona-Zeiten ist das so. Also ich glaube, Band ist anstrengender, als man glaubt. Es steckt auch mehr Arbeit drin, als man glaubt. Eigentlich ist es eine kleine Beziehung oder eine kleine... Ja, es ist aber auch halt viel, ne, es ist viel Logistik, diese Gigs sind auch viel Schlepperei, es ist viel Fahrerei, es ist viel Rumsitzerei, ne, das ist ja auch das. Alle denken, toll hier, ne, wenn man jetzt eine Stunde auf dem Festival spielt oder so, dann hat man da 5, 6, 7 Stunden rumgesessen, fährt danach ewig durch die Gegend, schleppt Sachen, ist nachts irgendwann um 4 zu Hause, ist dann auch total kaputt den nächsten Tag und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man da nicht wirklich so eine gewisse Besessenheit mit dem Ganzen hat, dann hält man das zumindest so auf dem Level, wie wir das machen, auch mit 1, 2 Mal Proben die Woche und dann noch Auftritte und das Organisieren dahinter und Video machen und Bild machen und das ganze Zeug. Das macht man irgendwann nicht mehr. Da hat man einfach keinen Bock mehr drauf. So, kann ich auch verstehen. Und ich glaube, da ist die Grenze so ein bisschen zwischen, ich finde das immer schwierig, wenn Leute das als Hobby bezeichnen, was wir so machen, weil das Hobby, mich jetzt schon also weil Hobby, das klingt so ein bisschen. Ich mache mal ein bisschen. Ja, es gibt Bands, die machen das als Hobby. Ne? Also ich spiele sogar noch in einer anderen Band, wo ich aus Gag mich manchmal mit ein paar Jungs so treffe und wir covern so ein bisschen rum und trinken ein paar Bier dabei und nehmen das alles nicht zu ernst. Das ist quasi so ein Hobby-Level für mich mehr. Ne? Aber das, was wir hier so machen, das ist schon über ein Hobby hinaus, weil Ganz weit. Weil man hat eben auch Tage, wo man total fertig ist nach der Arbeit, ne, und sich erst denkt so, jetzt noch und dann muss man aufbauen, das Ganze hier machen und so weiter und so fort. Aber es ist jedes Mal auch so, dass man nach der Probe sich um einiges besser fühlt als vorher und froh ist, das gemacht zu haben. Ne? Das ist schon genauso, wie du sagst, gerade in der jetzigen Zeit. Dass, letzten Endes ist das hier wie so eine Art, wie so eine kleine Rettung immer aus diesem ganzen Irrsinn. Ja, genau. Also ohne das. Therapie ist das wie auch, so eine, genau. Ja. Andere malen Fensterbilder und wir machen eben hier dann die Musik so. Und, Nur ist das ein bisschen cooler, weil das kannst du dir auf Spotify anhören. aber die Fensterbilder kannst du dir auch angucken. Auf Spotify. Genau. Ja. Nee, das ist schon, weißt du, schon richtig. Ja. Es holt einen so raus und ich denke auch, das stimmt schon. Also über Hobby ist das ja weit hinaus. Ja, auf jeden Fall. Hobby. Das ist übrigens auch eine sehr interessante Tatsache, wenn du sowas hier machst. Und ich glaube, das ist auch eine Ebene, auf der wir uns alle treffen, was die Band ein Stück weit auch zu dem macht, was sie ist. Keiner von uns macht das hier einfach nur, weil man nichts Besseres zu tun hat und weil es dann glücklicherweise noch Spaß macht. Das ist hier jedem wichtig. So, hier geht es um was. Und es geht nicht darum, mit einem Maserati vorzufahren. Es geht darum, dass... Ich kann gar nicht beschreiben, worum das geht, weil ich kann das nicht greifbarer machen, als das ist ein Leben. Ja, das ist eine kreative Vision, ne? Wenn du Musik wirklich machst und nicht einfach nur Spaß dran hast, was vollkommen okay ist. Ja, genau. Aber wenn du Musik wirklich machst, dann lebst du das. Und das geht mit sehr viel Einbuße, mit sehr viel Opfer und mit sehr viel Disziplin einher. Und der Moment, ab dem sich das nicht mehr anfühlt wie Opfer und Disziplin, das ist was Besonderes und das ist sehr viel, was diese Band auch ausmacht. Das ist einfach was Besonderes. Ja, weil die Partner zum Teil ja auch Opfer bringen müssen. Ne? Also man ist ja, ich weiß schon nicht, ich habe schon mal Familienurlaub sausen lassen, weil da ein Auftritt war oder irgendwie sowas. Also meine Freundin manchmal auch nur noch zum Pennen gehen. Ja, also gerade die Partner müssen das mittragen. Ja, weil das schon so ist, klar, die Wochenenden da im Sommer und so, da läuft das. Und wenn er echt sagst dann, nee, hey komm, ich bin jetzt hier, alle Urlaube sind alle schon komplett verplant und ich bin die ganze Zeit weg und jeder Feiertag ist verplant und jeder Geburtstag von der Oma 4. Grades, da muss ich hin. Da bleibt bei irgendwie 52, 53 Wochen im Jahr nicht so viel Zeit. Und das ist... Du kannst keinen dazu zwingen, das ist, glaube ich, das Schwierige. Ne? Wenn man sagt, so eine Fußballmannschaft, die hat zumindest noch einen Trainer und so, und da gibt es einen Mitgliedsbeitrag. Ersatzspieler. Ersatzspieler, da ist so eine Orga drüber. Und wir müssen diese Orga selber hinkriegen. Das heißt also auch über Sachen quasi sprechen und die ausdiskutieren und so, ohne dass da irgendwie noch so eine externe Hand drauf ist, sage ich mal. Ne? Und und dann kommen natürlich, dann kommen Eitelkeiten dazu, die man vielleicht im kreativen Prozess hat und so. Aber es ist auch schon so, dass man sich auch manchmal reibt, ne, in gewissen Themen. Aber wir sind, glaube ich, ziemlich offen als Band. So, das gehört aber auch dazu. Ja. Das ist ja das, was ich meine. Ab dem Moment,
ab dem egal was für ein Konfliktpotenzial, zwischenmenschlich, kreativ, situativ, keins mehr ist, dann weißt du, dass du da was Besonderes hast. Und das ist sehr viel was die Magie an zumindest dieser Band ausmacht. Ja, ja. Aber wir reiben uns schon, ne? Also gerade wenn wir zusammen schreiben, ich glaube, wir haben so ein komisches, so ein Check-and-Balance-Ding. Ne? Wir sind beide so bei manchen Themen so ziemlich auseinander manchmal. So. Und dann wird das so hin und her gezogen. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind von Scratch total derselben Meinung oder nicht. Oder eben nicht. Genau. Ja, genau. So. Genau ne? Ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe recht oder du hast Unrecht. Ne? Das ist Nein, aber das passiert dann schon häufiger. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man sich so, dann findet man sich. Ne? So. Und es hilft auch manchmal einfach, dass dann, wenn wir uns da sogar nicht einig sind, dann kann man es auch hier irgendwie so in eine Gruppe werfen und sagen, was machen wir jetzt da? Und dann ist es dann irgendwann, ne? Also das heißt, wir schreiben nicht komplett alles, aber es ist halt schon viel, irgendwie, was wir machen. Ja, wie ihr schon gesagt habt, in so einer Beziehung, nur, ne, da muss man auch Kompromisse eingehen, nur dann seid ihr halt zu fünf. Ne? Das ist schon spannend. Das ist spannend, ja, das ist ja das, was ich initial mal sagte. Marc und ich sind die Mainwriter. Das ist so. Aber das heißt nicht, trotzdem, wenn du eine Idee hast, eine Riff hast, eine Melodie hast, dann sage ich trotzdem, hier, Little Drummer Boy, was würdest du dazu machen? So, er sagt es genauso. Genau so. Und deshalb mag mich auch besonders gerne. Nur deswegen. Ne, und natürlich ist das so. Und hier, was willst du denn jetzt machen? Und man entwickelt so den Impuls. Es ist halt, du hast eine Vision, ja, aber das heißt nicht, dass man keinen Raum hat, das mitzuführen. Ja, genau. Naja. Gut. Wo wir schon für die Live-Sachen gehen, mit wem würdet ihr gerne mal zusammen auftreten? Entweder ein Duett oder ein Feature machen, also so wirklich, oder mit wem einfach mal sehr intensiv zusammenarbeiten. Irgendwie sagen, okay, jetzt möchte ich suche mir einen Künstler aus und mit dem möchte ich jetzt irgendwie zusammen einen Song schreiben. Das war mein Idol oder den finde ich jetzt aktuell. Einfach, der gibt mir was und mit dem möchte ich gerne zusammenarbeiten. Mir wird schon Vorgruppe vor Guns N' Roses reichen. Hau mal raus. Nehme ich. Pearl Jam. Ja, auch nicht schlecht, ja. Schwierige Frage, ja. Mit wem ich würde, wenn man die Möglichkeit hätte, wenn sich das irgendwann mal wieder, ich würde unglaublich gerne mal mit Mutt Lang zusammen produzieren. Sound, Writing, geil. Und geilerweise haben wir ja ein Feature in Stock. Das kommt auch noch. Das ist auch noch was passiert. Mit einer befreundeten Kanadierin, Singer-Songwriterin, super geile Stimme, tolle Arrangements und da ist was in Stock. Das ist gerade in diesem Augenblick am passieren. Ja. Man darf gespannt sein. 3 Sachen sogar. Wir haben ein Feature, wir haben ein Cover, das wir machen und wir haben einen neuen. Also das sind die 3 Sachen, die jetzt wir verraten noch nicht zu viel und es ist noch was in Stock. Alles super Es gibt noch jemanden, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeiten werde und das ist mein eigener Bruder. Ja, Proton Inside Funk, der ist Rapper. Und das ist auch noch, das wird geil. Das wird richtig geil. Gut. Ja, ich merke schon, voll bereit seid. Ja, genau, da kommt noch was. Ja. Genau. Das ist völlig neu für Thomas alles jetzt. Was? Ja, der ist bei, die Band ist eine Beziehung ausgeschrieben. Hat er sich scheiden lassen. Ich bin raus. Ja, wen würdest du denn? Boah, schwierige Frage, ich weiß nicht. Da gibt es auch, Pearl Jam ist auch eine sehr geile Band, mit denen würde ich schon gerne was machen. So. Oder auch einige, die schon vielleicht nicht mehr leben, wie Jimi Hendrix oder so, aber keine Ahnung. Also Jim Morrison feiern. Wenn das mal lebt. Wenn ich jetzt sage, das habe ich eigentlich durch Eintritt in diese Band erreicht, ist das so viel Arschkriechen, oder? Ja. Nee, ja, das ist schon das schön. ist schon okay. Ich nehme es. Mir kannst du es nochmal sagen. Das kann man so stehen lassen. Angemessen. So ein gesundes Mittelmaß. Ja, genau. Hätte ich glaube, was das betrifft, bin ich auch echt bodenständig. Also Pearl Jam, okay, kann ich verstehen, würde ich glaube ich auch. Passt musikalisch halt überhaupt nicht, aber Wie meinst du? Pearl Jam. Pearl Jam passt zu uns nicht. So. Nee, das stimmt. Aber also die Leute, mit denen ich gerne zusammen mal was arbeiten würde, ich glaube, das ist im Gegensatz zu euren echt saubodenständig. Das wären zum einen Kai und Thorsten Wingfelder, also früher Fury in the Slaughterhouse und heutzutage die Wingfelder. Und ansonsten Jens Burger, mit dem würde ich unglaublich gerne mal was zusammenarbeiten. Dann sogar, der fotografiert auch, das will ich auch gerne mit ihm machen. Aber die Musik ist auch ziemlich geil.
Oder Thomas Elbern, aber den kennt hier keiner. Es gibt jemanden, mit dem ich mich mal wahnsinnig gerne unterhalten würde, und zwar, weil es ein absolutes Idol von mir ist, und das ist Paul Stanley. Das ist eines meiner absoluten Idole, mit dem würde ich mich einfach wahnsinnig gerne unterhalten. Die Unterhaltung würde wahrscheinlich so aussehen, dass ich die Tränen zurückchoke vor Glück, dass ich mit ihm reden kann und aufmerksam zuhöre. Aber das würde ich auch noch Gene richtig Simmons missfallen. musst du nur $50.000 geben, dann sitzt er bei dem uns. Ja, aber ich hab Stanleys Rose tätowiert. Ich bin ein Weg, der ist mein Idol. Ein richtiger Fan, ne? Ja. Das tut mir dann auch leid. Ja, und wenn es um sowas geht, dann muss ich noch Gary Moore hinterher. Ah, okay. Ja. Dann würde ich auch mit Brian May noch Gitarre spielen. Den nehme ich auch noch. Ja. Nehmen wir alle mit ins Genau, Boot. ja. Nö, das war mein Einstieg generell in die Musik. Gary Moore. Die After the War und Wild Frontier. Spricht man es? Frontier. Ja, Frontier. Auf Schallplatte. Das hat mich... Und trotzdem habe ich Bass gespielt. Ja, After Hours war auch eine geile Platte. Das war sie, ja. Ja. Ich würde jetzt einfach noch mal ein paar Kurzfragen einfach euch sagen, dazwischen schießen. Wenn ihr probt, Bier oder Wasser? Bier. Tendenziell Bier, glaube ich. Immer, eigentlich Kommt Beides. Beides. Warum sollen wir denn Fleisch oder Würstchen? Ja. Du musst Fleisch wissen, und es ist halt so, ich meine, unterm Strich sind wir ja durchaus alle befreundet. Und klar, wir proben gewissenhaft und hauen uns hier nicht irgendwie die Birne blank, so, ne? Aber es ist halt, natürlich sitzen wir zusammen, trinken Bier zusammen. Aber da Bier die Stimme verklebt, bin ich da schon sehr hesitant, so, bevor ich mir eins aufmache. Außerdem müssen wir alle fahren, bis auf Marc, der wohnt ja hier. Ich wohne, deswegen bin ich Der kann sich immer betrunken. Du bist ja nur eine Tune! Das machen wir nur wegen dem Also jetzt Interview. auf Deutsch. Ja, klar. Achso. Ich bin eh nüchtern. Schnaps oder Suppe. Wenn ihr mal entspannen wollt und keine Musik hören wollt, Fernsehen oder Hörbuch? Fernsehen. Hörbuch. Hörbuch. Beziehungsweise Filme. Genau, ihr dürft natürlich auch gerne sagen, so, was eure Lieblinge sind vom Fernsehen oder vom Hörbuch irgendwie bestimmt, wenn ihr da so Lieblinge habt. Also die so vielleicht- Podcast, glaube ich. Oder so 2-3 Mal gehört habt, irgendwie sowas, ja. Also Podcast bei So dir. Podcast-Sachen irgendwie finde ich so, weiß nicht, so Astrophysik-Sachen oder so komische So, wo man so mal Philosophie-Podcasts. richtig runterkommt. Ja, nee, ich ziehe mir das so gerne rein. Ich finde das irgendwie interessant. So, irgend so, ich kann mir das echt reinziehen. So ein 2-3 Stunden Philosophie-Podcast. Wenn er denn mal das Bier getrunken Ja, genau. Dann ist das noch viel interessanter. 2 Stunden Podcast nach 5 Minuten eingepennt, aber durchgehört. Ja. verschläft er so. Alles im Unterbewusstsein. Podcast, das geht ratzfatz. Schläft er so drüber weg. Es ist, ich liebe es, Filme zu gucken. Ich finde auch Lesen total geil, aber ich bin keine Leseratte. Ist irgendwie einfach so, ich liebe es, Filme zu gucken. Und es gehört für mich, um einen Tag als erfüllt betrachten zu können, für mich absolut zur Routine. Auf jeden Fall abends verkuschelt mit meiner Freundin im Arm Filme zu gucken. Das ist, dann ist ein Tag gut. Habt ihr da so ein bestimmtes Genre, was ihr irgendwie gerne guckt oder einfach... Wir sind beide wahnsinnige Fantasy-Nerds. Ich spreche Elbisch. Kein Scheiß. Ich habe, als der Hobbit 3 rauskam, im Kino musste ich die Untertitel nicht lesen. Das ist kein Witz. Ja. Das ist kein Scheiß. Okay, also wir gucken viele Fantasy-Sachen. Nein, es ist mir persönlich wäre es eigentlich sogar von egal. Ich meine, die Litanei an Sachen, die man mag, wäre jetzt ewig lang, aber das gehört zum erfüllten Tag für mich irgendwie einfach dazu. Also für mich bei der Auswahl definitiv Film im Fernsehen. Okay. Gut. Ja, morgens, wenn ihr aufsteht, Tee oder Kaffee? Kaffee. Kaffee. Kaffee ist Kaffee ist okay. okay. Kaffee ist okay. Kaffeemann. Kaffeemann. Tee. Kaffeemann. Die beste Investition, die meine Frau und ich mal getätigt haben, ist eine Zeitschaltuhr an der Kaffeemaschine. Wow. Wenn wir morgens aufstehen, ist der Kaffee fertig. Boah. Die war teuer, oder? Sexy. 10 Euro. Ja. Also die Kaffeemaschine. Achso. Zeitmaschine. Ja. Zeit. Ja. Noch eins habe ich. Lieber Dorf oder lieber Stadt? Stadt. Absolut. Stadt.
Boah, ich habe eine ganze Zeit lang schon ich habe eine Zeit lang mal in Singapur gewohnt irgendwie und deswegen ist das, was hier so in Deutschland als Stadt gilt, für mich mittlerweile schon fast ein Dorf auch irgendwie so. Dann bin dann auch irgendwann ich bin mittlerweile auch echt Dorf, so. Bin eigentlich ganz froh. Du bist aber auch nicht auf dem Dorf groß geworden. Doch. Oh. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, aber ich bin schon, habe in Singapur gewohnt, war schon viel in Shanghai und solchen Großstädten und so, in diesen richtigen Mega-Großstädten und irgendwann davon genug gehabt. Traurige Lebensgeschichte. Ich bin in Bochum geboren. Ganz Familie aus dem Ruhrpott. Das darf ich aber eigentlich gar nicht erzählen, weil das eigentlich gar nicht zählt, weil ich da nicht mehr lebe, seit ich 4 war. Das heißt, das ist auch nur virtuell. Den Slang kriegst du nicht. Bist du auf dem Dorf aufgewachsen? Und dann bin ich auf dem Dorf aufgewachsen in OWL. Und ich habe mittlerweile, muss ich zugeben, OWL schätzen gelernt, tatsächlich. Aber Stadt. Stadt. Stadt was? OWL Stadt Bochum oder was? Definitiv ein bisschen anders. Also ich bin auch auf dem Dorf groß geworden, also wirklich richtig Land mit Bauernhof und Kühe und Schweine und alles. Und bin sehr gerne da. Also meine Eltern wohnen da nach wie vor und verbringe da sehr gerne Zeit, aber nach einer Weile zieht es mich dann doch wieder zurück in die Stadt. Und das hat einfach mehr Vorzüge. Aus Bielefeld ja auch fast ein Dorf ist. Ne? Ja, Vergleich alles mit Singapur, Marc. Naja, innerhalb von Deutschland ist Bielefeld jetzt auch die Megalopolis. Offiziell Großstadt. Ja, stimmt, offiziell Großstadt, stimmt. Ja. Wenn Bielefeld dann Wenn es existiert. Ja. Das hatten wir heute auch. Ja. Secret. Ja, die Verschwörung ist durchgedrungen Ja, durch schon diverse Kulturen und auch bei mir angekommen. Die ist überall da. Ja, ihr nennt euch ja auch All Nine Yards aus Bielefeld. Euer Proberaum ist nicht in Bielefeld. Nein, das stimmt. In der Großstadt Stukenburg. Das Schloss heute Stukenburg ist ein bisschen. Eigentlich komme ich nur aus Bielefeld. Ist so. Stimmt, aber stimmt. Ich komme auch aus der Großstadt. Gütersloh ist Eben auch hatte ich eine das mal Großstadt. gelesen oder gehört, ne? dass ihr All Nine Yards aus Bielefeld. Ja, es ist, weil wir verteilt hier Bielefeld, Paderborn, Gütersloh und das ist hier genau in der Mitte eigentlich dazwischen. Und ich habe lange Zeit auch in Bielefeld gelebt irgendwie und da haben wir die ursprüngliche Band gegründet und so. Und irgendwie Das ist ja peinlich, dass du hier wohnst. Ja, das ist irgendwie. Das Problem ist, sobald ich Schloss aus Stukenburg sage, weiß ja jeder genau, wo ich wohne. Es gibt ja nur ein Haus hier. Da kommt immer so ein ja Lärm selber raus. eigentlich. Das musst du schneiden gleich. Genau. Und ich glaube, Bielefeld geht doch leichter als aus Schloss Holte. Obwohl es Kreis Gütersloh ist. Ja. Eigentlich müssen wir aus Gütersloh sein. Halten wir fest, wir haben keinen Bock, wofür was bringt das, dass wir dauernd die Längen und Breiten gerade davon angehen, wo wir Ja, genau. ne? Ja. Übrigens nach wie vor Stadt. Ja. Ist das hier sogar auch. Gilt als Stadt hier sogar. Ja, dein eines Haus. Ja. Ja. Groß. Das ist halt sehr groß. Das ist ein Großstadt. Hat früher damals irgendwann die Stadtrechte bekommen. Ja, genau. Dann, Das war so ist das halt so. relativ brutaler Feudalherr, der das hier so durchgedrückt hat. So. Genau. Ja, gut. Ich denke mal, wir sind soweit gut durch von meinen Fragen. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr den Zuschauern noch mit auf den Weg geben wollt? Irgendwie, was ihr jetzt noch anteasern wollt? Ihr habt ja schon die neuen Singles so ein bisschen erwähnt. Ne? Das kommt bald, genau. Das wirst du sicherlich auch dann vorstellen. Also das Sehr werden wir gerne. dir, zukommen Kontaktiert lassen. mich da Genau, gerne, ja. auf jeden Fall. Ja, das kommt. Wir haben ein paar Gigs in Aussicht. Die Termine am besten einfach so auf den Social Media Seiten nachgucken. Also uns gibt es eigentlich überall. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok sogar. Oder halt unsere Mucke auf Spotify, Amazon, Deezer, Google Music, die ganzen Plattformen sind da auch alle vertreten. Nein, da bist nur du. Also da habe ich nur dich angemeldet. Das lief auch ganz gut bisher. Genau. Also da einfach mal gucken, da passiert eigentlich auch relativ viel. Also wir machen, glaube ich, wir haben immer irgendwas Neues da. Und sei es nur, dass man Bock hat, sich einen Haufen Memes reinzuziehen auf der Instagram-Seite, da ist unsere Story auch immer ganz gut für. Habe ich schon gesehen. Ja, und ja. es gibt ja auch so ein paar, ich sag mal, gibt ja so Bands, die dann irgendwie ein paar Videos drauf haben und ihr habt auch viel
klein geschnipselt, aber das meine ich jetzt positiv, immer mal so kleinere Videos und nicht einfach nur jetzt eure einzigen Releases auf YouTube zum Beispiel. Ne, genau, da passiert eine Menge. Also wir haben auch so ein Bandtagebuch, was immer mal wieder aktualisiert wird. Wir hauen eigentlich immer mal wieder irgendwelche Schnipsel so. Ich meine, so wie du das sagst, ich glaube, versuchen so ein bisschen auch den Bandalltag so abzubilden. Filmen eigentlich viel. Und das ist vielleicht für einen oder anderen ganz interessant und unterhaltsam für uns zumindest, das ab und zu sich mal reinzuziehen, was wir da für Scheiß gelabert haben. Wenn Leute wissen wollen, was hier abgeht. Genau. Social Media says it all. Genau. Ich glaube auch, das ist eigentlich ganz interessant, sich das mal reinzuziehen. Also für euch werde ich natürlich unten alles entsprechend verlinken, dann wisst ihr da auf jeden Fall Bescheid. Und ja, euch schon mal vielen, vielen Dank für das tolle Interview, dass ihr so viel von euch preisgegeben habt. Danke dir. Gerne, danke dir. Ja, ich würde sagen, dann würde ich jetzt gleich noch ein bisschen Musik im Anschluss spielen für euch. Und ja, Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke auch. Ja. Ne? Okay. Mahlzeit. Andersrum, ich will euch zuerst begrüßen. Also ich habe Schuhgröße 41. Echt? Oh, Ja, krass. Das wirkst körperlich gar nicht Beide so. Füße oder nur einer? Ja, genau, beide addiert. Auf zum Reden. Da ist ein Mikro, du Oh, ja. Du kommst gar nicht. Meine natürlich mit Nee, Konfetti-Kanonen. alles gut. Soweit die Outtakes. Viel mehr ist tatsächlich nicht angefallen. Vielen, vielen Dank nochmal an die Band für das wirklich sehr, sehr coole Interview. Es hat mir und meiner Frau sehr viel Spaß gemacht. Meine Frau war ein bisschen dabei, um mich zu unterstützen. Auch da nochmal vielen, vielen Dank. Ebenfalls Dankeschön an meine Patreons, die mir das mittlerweile durch den ein oder anderen Euro, womit sie mich unterstützen, das Ganze ermöglichen. Sowohl das Kameraequipment und die LED-Panel für bessere Beleuchtung und damit auch quasi ein etwas krisselfreieres Bild sind natürlich auch schon geplant. Also da kommt auf jeden Fall für die nächsten Interviews noch eine qualitative Verbesserung rein. Ja, soweit. Vielen, vielen Dank an alle. Ich würde sagen, für All 9 Yards, die entsprechenden Links findet ihr natürlich jetzt alle unten. Instagram, Spotify, YouTube etc. Ansonsten werdet ihr das natürlich auch so finden. Und jetzt kommt nochmal die versprochene Musik. Ich spiele ein paar verschiedene Lieder an. Im Hintergrund läuft noch eine Aufnahme, die ich im Proberaum von All 9 Yards gedreht habe. Die Jungs proben allerdings so fucking laut, dass der Sound nicht so gut war. Das heißt, ich lasse trotzdem das Video aus dem Proberaum einmal durchlaufen und spiele ein paar von deren Songs an. So, ich bin jetzt raus. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Die Katze würde sich auch freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Balfemore. Ciao. Tonight we're gonna